Grüßt euch, ich bin der Philipp und willkommen auf meinem Channel NAFTA. Heute starte ich mit einer neuen Videoreihe, in der es darum geht, euch zu zeigen, wie ich bei einer EDC15P, also Bosch Motorsteuerung, eine Stage 1 durchführe. Die Videoreihe wird mehrere Videos umfassen, bei der ich euch von Anfang, von der Pike auf mitnehme und euch zeige, welche Software, welche Hardware und welche Arbeitsschritte ich durchführen muss oder welche Arbeitsschritte ich durchführe, um am Ende des Tages eine sauber laufende Motorapplikation zu haben. Heute stehen die Basics im Vordergrund. Es gibt sehr viele Tutorials im Internet und die sind auch viele sehr gut. Heute steht ein Motor im Vordergrund. In dieser Videoreihe dreht sich alles um einen einzigen Motor, nämlich den, wie viele sagen, legendären 1.9er TDI, Motogen-Buchstabe ASZ, ARL, BUK und wie sie alle heißen. Der Motor ist einer meiner Lieblingsmotoren, gehört definitiv zu einem meiner Lieblingsmotoren. In dieser Videoreihe werde ich ganz schlicht und einfach alle Steps beleuchten und zeigen, die notwendig sind, um sauber eine Stage 1 zu applizieren. Dieses Video dient nicht nur dafür, eine Einleitung zu schaffen für die folgenden Videos, in denen es vor allem um das Programm WinOLS, um die Bedienung des Programms WinOLS gehen wird, aber auch um Microsoft Excel Anwendungen, speziell. Genau. Ich zeige euch einfach, wie ich sowas aufziehe. Kommunikation ist immer das Wichtigste und steht an erster Stelle, und somit beginnt auch bei mir eine Stage 1 erst einmal mit der Kommunikation mit dem Fahrzeugbesitzer. Da versuche ich zu erfahren, welches Fahrprofil hat er, wie ist der Pflegezustand des Fahrzeugs, wie geht er mit dem Fahrzeug um, was wünscht er sich, wie gesagt, wie schon erwähnt, sein Fahrprofil, wie sieht es aus, wie viele Kilometer fährt er, was für eine Fahrleistung jährliche hat er und so weiter und so fort. Im nächsten Step gehe ich dann her und prüfe die Vitalparameter vom Fahrzeug selbst. Heißt also, ich führe eine Sichtprüfung durch am Motor selber, schaue mir wichtige neuralgische Stellen an, wie die Unterdruckanlage, Unterdruckleitungen, Tandempumpe, die Druckwandler, Undichtigkeiten am Motor, Ladeluftstrecke, Glühkerzenkabel, bauen Glühkerzen. Habe jetzt noch irgendwas vergessen? Dann kommt der Diagnosetester ins Spiel. Hänge meine Diagnose ran. In dem Fall bestes Tool VCDS. Ich prüfe wichtige Werte wie Ladedruck, Luftmasse, Temperatur, Kraftstoffmenge und so weiter und so fort. Und führe dann anschließend eine Probefahrt durch, inklusive einem Log. Den werte ich dann aus und anhand dessen fange ich dann an mit dem eigentlichen Tuning. Im ersten Schritt, wenn diese ganzen Vorarbeiten durchgeführt sind, setze ich mir ein Ziel, ein sogenanntes Target, mit dem ich bestimme, ohne das laufe ich gar nicht los. Also wie gesagt, das ist mein erster Step,
Richtung Tuning erst einmal ein Target setzen. Bei dem Motor, wenn alles gesund ist und alles gesund läuft, setze ich ein Ziel, Leistungsziel, Drehmomentziel, je nach Verschleiß der Kupplung, je nach Fahrprofil des Kunden, je nach Fahrzeug. Ist es ein kleines, leichtes Fahrzeug, Richtung Fabia, Richtung Polo, oder ist es eher ein Fahrzeug Richtung Charan, Galaxy, Passat mit Anhängerkupplung, läuft im Anhängerbetrieb. All das sind wichtige Parameter, die da einfließen in die Zielsetzung der Leistung. Im nächsten Step lese ich dann das Steuergerät und importiere die File aus dem Steuergerät hier in meinen Laptop, und dann geht es schon mal los mit der Kennfeldbearbeitung. Beziehungsweise geht es dann das erste Mal so richtig los, sich mit den Kennfeldern auseinanderzusetzen. Schritt 1 ist erstmal File hochladen, wobei da gehe ich dann separat in den Videos gehe ich dann separat drauf ein, aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein und euch freuen. Da wird jetzt viel an Content kommen, lehrreichen Content, ja, wo euch das Leben leichter machen wird und euch auch den Einstieg in die Welt des Tunings oder in die Welt der Applikation erleichtern wird. Ich werde auch auf jeden Fall ein Video machen, um euch zu zeigen, was für Begriffe wie Steuergerätkalibrierung oder Kennfeldkalibrierung bedeutet, was es bedeutet, Kennfelder zu kalibrieren, und was es heißt, wenn Kennfelder dekalibriert sind, und was so die gängigsten Fehler sind, die mir tagtäglich unterkommen, wenn ich Steuergeräte auslese oder wenn ich Files aus Steuergeräten prüfe oder Tunes aufsetze. Viele haben bereits ein Fremdtuning drauf, und da zeige ich euch dann auch, wie denn im Vergleich zu meiner Kalibrierung manch andere 0815 Files aussehen und was daran eben nicht so gut ist. Also euch nicht nur zu zeigen oder zu sagen, hey, das ist schlecht, weil, oder das ist scheiße, sondern ich werde euch erklären, wieso, weshalb, warum das nicht so elegant ist und was im Endeffekt dekalibriert bedeutet, beziehungsweise ihr werdet es dann an realen Beispielen sehen. So, heute stehen die Basics im Vordergrund. Mit Basics meine ich Folgendes, und zwar immer öfter höre ich in letzter Zeit und werde gefragt auf verschiedensten Kanälen, über verschiedenste Kanäle, kannst du mir sagen, wie ich bei einer EDC 15P Steuerung, die im Vergleich zu einer EDC 16 oder EDC 17 nicht nicht Drehmoment geregelt ist, sondern rein Mengen geregelt oder mengenbasiert regelt. Wie kann ich da anhand von meiner Kraftstoffmenge eine Leistung und ein Drehmoment berechnen? Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist ein bisschen Mathematik, ein bisschen Physik, ein bisschen Verständnis und ein, zwei Kleinigkeiten, auf die man achten muss oder die man wissen muss. Und sonst ist da, also heute stehen die Basics im Vordergrund. Hauptsächlich Leistungs- und Drehmomentberechnung. Wie berechne ich diese Werte und wie kann ich, noch viel wichtiger, anhand dieser Werte meine Kraftstoffmengen berechnen, damit ich, wie schon vorhin erwähnt, eine EDC 15P, die rein Mengen geregelt ist, wie kann ich dann anhand dieser Werte meinen Tune sauber aufziehen. Also viel Spaß!